Ein 300 Meter Containerschiff könnte theoretisch 77,8 Kilometer pro Stunde fahren. Ein 10 Meter Boot schafft maximal 14,2 Kilometer pro Stunde. Warum ist das größere Schiff physikalisch schneller, fährt aber trotzdem langsamer als ein Kleinwagen? Die Antwort hat mit einer Energiebarriere zu tun, die 1844 entdeckt wurde und bis heute jedes Schiff auf den Ozeanen bremst. Und sie erklärt, warum ein Tempolimit auf dem Rhein die Emissionen nicht senkt, sondern vervierfacht. Der Weltrekord liegt bei 213,755 Kilometer pro Stunde, aufgestellt 1991 von der Spirit of Australia auf dem Blowering Dam in New South Wales. Doch kein einziges kommerzielles Schiff überschreitet 60 Kilometer pro Stunde im Regelbetrieb. Selbst moderne Hochgeschwindigkeitsfähren bleiben deutlich unter dieser Marke. Warum? Du stehst in Hamburg am Containerterminal Altenwerder und siehst eine schwimmende Stadt einlaufen. 400 Meter lang, 24.000 Container, beladen mit nahezu allem, was du in deiner Wohnung besitzt. Diese Maschine kreuzte den Atlantik mit gemütlichen 18 Knoten, etwa 33 Kilometer pro Stunde. Ein Fahrradfahrer im Sprint wäre schneller. Willkommen beim Kern der Dinge. 90% der weltweiten Containerflotte fahren heute unter 20 Knoten. Die Branche nennt es Slow Steaming und es ist kein technisches Versagen, sondern bewusste Strategie. Die Ölkrise 1973 zwang die Reedereien zum ersten Mal, ihre Geschwindigkeiten zu halbieren. Die Finanzkrise 2008 zementierte das Prinzip dauerhaft. Und auf dem Rhein bei Köln zeigt sich das Dilemma im Mikrokosmos. Würde man dort ein Tempolimit von 8 Kilometer pro Stunde verhängen, dehnte sich eine 40 Kilometer Strecke auf 40 Stunden mit Motoren, die außerhalb ihres effizienten Drehzahlbands laufen und Emissionen vervielfachen. Aber was genau hält diese Giganten zurück? Die Antwort liegt in einer Entdeckung des viktorianischen England. Im Jahr 1844 baute der britische Ingenieur William Froude in Torquay an der englischen Südküste seine ersten Schleppversuchstanks. Er zog maßstabsgetreue Rumpfmodelle durch ruhiges Wasser und maß den Widerstand mit einer Präzision, die vor ihm niemand erreicht hatte. Froude erkannte etwas Fundamentales. Ein fahrendes Schiff erzeugt zwei Wellen, eine am Bug, eine am Heck. Je schneller das Schiff, desto länger werden diese Wellen. Erreicht die Wellenlänge die Länge des Rumpfes, sitzt das Schiff in seinem eigenen Wellental fest. Es müsste buchstäblich seinen eigenen Berg hinauffahren. Daraus entstand die Formel der Rumpfgeschwindigkeit. V ungefähr gleich 2,43 mal, Wurzel aus L mit V in Knoten und L in Metern. Für ein 300 Meter Containerschiff ergibt das exakt 42 Knoten oder 77,8 Kilometer pro Stunde. Doch Froude entdeckte noch etwas Brutaleres. Er definierte eine dimensionslose Kennzahl, die heute seinen Namen trägt: die Froude-Zahl. Solange sie unter 0,25 bis 0,3 bleibt, hält sich der Wellenwiderstand zurück. Steigt sie auf 0,4, das entspricht bei großen Schiffen etwa 45 Kilometer pro Stunde, schießt der Widerstand um 50 bis 100% in die Höhe. Bei 30 Knoten macht allein der Wellenwiderstand über 60% des gesamten Strömungswiderstands aus. Der Rest verteilt sich auf Reibung am Rumpf, Wirbelbildung und Luftwiderstand. Froude starb 1879 an Bord eines Schiffes vor Südafrika, doch seine Tanks in Torquay wurden zur Blaupause jedes modernen Schiffsdesigns. Die RMS Mauretania erreichte 1906 bereits 26,06 Knoten. Sie kratzte damit an der praktischen Grenze, die Froude 6 Jahrzehnte zuvor mathematisch beschrieben hatte. Aber Physik allein erklärt nicht, warum Schiffe so viel langsamer fahren als möglich. Die wahre Antwort ist noch brutaler. Die Rechnung scheint zunächst harmlos. Doppelte Geschwindigkeit, doppelter Verbrauch? Falsch. Der Wellenwiderstand steigt nicht linear, sondern mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Verdoppelst du die Fahrt, brauchst du die 8-fache Leistung. Und genau das ist das Problem. Clarksons Research dokumentierte 2023 die Zahlen für ein typisches 15.000 TEU Containerschiff. Bei 24 Knoten frisst die Maschine 200 Tonnen Schweröl pro Tag. Reduziert man auf 20 Knoten, sinkt der Verbrauch auf 150 Tonnen. 4 Knoten weniger, 50 Tonnen Treibstoff gespart täglich. Auf einer 14-Tage-Pazifiküberquerung sind das 700 Tonnen Öl und mehrere 100.000 Euro. Drury Shipping Consultants modellierte 2024 den hypothetischen Fall, dass ein Very Large Crude Carrier mit 80 km pro Stunde fahren würde. Das Ergebnis: Die Treibstoffkosten würden um das 10- bis 15-fache explodieren.
Ein Schiff, das pro Tag rund 80.000 Euro Brennstoff verbraucht, läge dann bei über 800.000 Euro. Pro Tag. Und es kommt schlimmer. Großmotoren, etwa die Wärtsilä RT Flex 96C mit 80 Megawatt Leistung, sind für eine sehr enge Drehzahlspanne optimiert. Fährt man deutlich langsamer als ausgelegt, verschiebt sich der Betriebspunkt aus dem Effizienzfenster. Der spezifische Verbrauch pro Kilowattstunde steigt, unverbrannter Kraftstoff erhöht die Rußemissionen. Genau deshalb ist ein simples Tempolimit auf Wasserstraßen kontraproduktiv. Würden Rheinschiffe gezwungen, gegen 7 km pro Stunde Strömung mit nur 12 km pro Stunde Eigengeschwindigkeit durch Köln zu kriechen, dauerte die Passage 8 Stunden, bei Motorlast außerhalb des Optimums. Die Emissionen pro transportierter Tonne stiegen messbar. Schiffe sind nicht für irgendeine Geschwindigkeit gebaut, sie sind für eine einzige, exakt kalkulierte Betriebsgeschwindigkeit optimiert. Und hier wird es kontraintuitiv. Größere Schiffe sind eigentlich schneller. Wie kann das sein? Du stellst dir vermutlich vor, dass ein kleines Schnellboot jedes Containerschiff abhängen müsste. Die Physik sagt etwas anderes. Die Rumpfgeschwindigkeit hängt von der Wurzel der Rumpflänge ab. Ein 10 Meter langes Boot kommt auf gerade einmal 7,7 Knoten oder 14,2 Kilometer pro Stunde, bevor es in seinem eigenen Wellental versinkt. Ein 300 Meter Containerschiff dagegen erreicht theoretische 42 Knoten, einfach weil seine erzeugten Wellen länger werden dürfen, ohne den Rumpf einzufangen. Größer bedeutet hier schlicht schneller. Aber es gab ein Problem für die Schiffsdesigner und es heißt Gewicht. Wer die Rumpfgeschwindigkeit überwinden will, muss aus dem Wasser herausklettern. Genau das tun Gleitschiffe. Die Cigarette Racing 50 Marauder, ein 10 Meter langes Hochleistungsboot aus Florida, erreicht 86 Knoten, 159 Kilometer pro Stunde. Sie gleitet auf der Wasseroberfläche, statt durch sie hindurch zu pflügen. Skaliere dieses Prinzip nun auf 200.000 Tonnen Fracht. Um eine solche Masse aus dem Wasser zu heben, bräuchte der Rumpf eine Verstärkung, deren zusätzliches Gewicht das Schiff sofort wieder zum Verdränger machen würde. Die Mathematik kollabiert. Selbst Spezialisten kommen nicht weiter. Die Littoral Combat Ships der US Navy, etwa die USS Independence mit Trimaran-Rumpf, sind auf 74 km pro Stunde Maximalgeschwindigkeit ausgelegt. Im realen Einsatz operieren sie selten über 55 km pro Stunde, weil der Treibstoffverbrauch jenseits dieser Marke die Reichweite halbiert. Selbst die Icon of the Seas, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, in Dienst gestellt 2024 von Royal Caribbean, schafft maximal 24 Knoten, 44,4 km pro Stunde. 365 Meter Stahl, ausgelegt für Komfort, nicht für Tempo. Größere Schiffe könnten schneller. Sie dürften es nur nicht, weil die kubische Widerstandsfunktion sie wirtschaftlich erdrosseln würde. Also ist die 80 km pro Stunde Grenze unüberwindbar? Nicht ganz. Die Physik bleibt, was sie ist. Die Wellen lassen sich nicht überreden. Doch die zweite Variable in dieser Gleichung, die Wirtschaftlichkeit, ist in Bewegung. Wasserstoffantriebe, Ammoniak-Brennstoffzellen und vollelektrische Hochseeschiffe wie das norwegische Frachtschiff Yara Birkeland verschieben die Kostenkurve. Wird Energie irgendwann CO2-frei und billig genug, könnten höhere Geschwindigkeiten plötzlich wirtschaftlich sein, auch wenn der Wellenwiderstand mathematisch weiter mit der dritten Potenz steigt. Parallel arbeiten Werften an Hybridkonzepten. Tragflächenboote heben den Rumpf komplett aus dem Wasser und umgehen die Frude-Grenze elegant. Luftkissenfahrzeuge tun dasselbe auf andere Weise. Doch beide Konzepte scheitern an der Massenfracht. Niemand wird 24.000 Container auf Tragflächen heben. IMO-Vorschriften begrenzen Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge zudem aus Sicherheitsgründen auf 70 km pro Stunde. Ein Schiff, das mit einem Wal kollidiert, soll überleben können. Für den klassischen Verdränger, also 99% aller Schiffe auf den Weltmeeren, bleibt die 80 km pro Stunde Marke das, was sie seit 1844 ist. Eine Mauer aus Wasser. Du gehst durch deinen Supermarkt und greifst nach einer Avocado aus Peru, einem T-Shirt aus Bangladesch, einem Smartphone aus Shenzhen. Jedes dieser Produkte hat eine physikalische Grenze respektiert, die ein bärtiger Engländer 1844 in einem Schleppversuchstank in Torquay entdeckt hat. 80 km pro Stunde ist keine willkürliche Zahl, keine Vorsicht, kein Mangel an Ingenieurskunst. Es ist der exakte Punkt, an dem Physik und Wirtschaft kollidieren und der globale Warenfluss seinen Kompromiss gefunden hat. Die Langsamkeit der Ozeanriesen ist keine Schwäche. Sie ist die ehrlichste Antwort, die der Mensch je auf eine Welle gegeben hat. Im nächsten Video, warum Flugzeuge nicht höher als 13 Kilometer fliegen können
und welche Falle Piloten den Coffin Corner nennen.